zum nächsten Vlog. Wie ihr gesehen habt, bin ich laufen. Oder wie ihr seht, bin ich gerade laufen. Super schönes Wetter. Ich wohne circa so 1 Kilometer vom Wald weg und laufe dann immer 1 Kilometer, dann bin ich halt mitten im Wald. Super schön. Jetzt gerade auch mit der Sonne, die gerade aufgeht. Einfach mega idyllisch. Und ja, ich dachte mir, ich nehme euch mal durch die nächsten Tage und zeige euch mein Training und generell mein Leben, so was so passiert. Schauen, was so passiert. Ist natürlich nicht alles geplant. Steht auf jeden Fall ein Sparring an und der ein oder andere Longrun und die Gym-Einheit. Also das volle Programm natürlich. Dementsprechend, wie ihr wisst, Recovery ist super wichtig. Aber es wird auch oft heiß gekocht, das ganze Thema Recovery. Klar, man sollte darauf achten, aber auch da ist sehr individuell, wie der Körper reagiert. Also ich bin sehr stressresistent, was der Körper angeht. Also ich kann oft auch einfach 2 Sessions am Tag machen, ohne krass erschöpft zu sein jetzt davon. Da irgendwo gibt es auch meine Grenzen, aber auch da würde ich schauen, dass jeder für sich selbst austestet, wie weit er gehen kann. Oftmals nehmen sich auch viele einen Restday oder machen locker, wo sie es eigentlich gar nicht müssten. Natürlich spielt da auch die Ernährung und der Schlaf eine große Rolle. Wenn das passt, dann bist du auch automatisch leistungsfähiger. Deswegen schauen, dass das auf jeden Fall passt. Step by Step. Anfangen vielleicht mal mit einem Double Day die Woche, wenn du die Möglichkeit hast, ins Gym zu gehen. Und dann nachmittags, mittags nochmal laufen und dann schauen, okay, wie fühlt sich der Körper an? Wie fühle ich mich? Auf jeden Fall Step by Step. Nicht zu schnell. Habe ich den Fehler gemacht damals, als ich mit dem hybriden Training angefangen habe. Das hört sich so dumm an. Hybrid Training angefangen habe. Dass ich einfach zu viel gemacht habe. Und ich war dann einfach jeden Monat 4-mal am Stück krank, weil ich einfach so krass im Übertraining war. Mein Immunsystem so geschwächt war. Von daher Step by Step. Und yes. Wow. Wie schön ist das denn? Crazy. Das ist auch so eine Sache, die ich einfach am Laufen liebe. Beim Laufen an so unbekannten Orten. Also meine Laufstrecke immer so ein bisschen zu wechseln. Einfach, weil du auch so viele Sachen entdeckst. In der Marathonvorbereitung, da immer meine 25, 30, 35 Kilometer gelaufen bin, so viel gesehen und es war so schön. Du bist alleine, du hörst deine Musik oder bist mit deinen Gedanken alleine und es ist einfach so schön. Es ist echt irgendwie eine Form von Therapie. So. Das ist einfach mega schön. Guckt euch das an. Besser könnte man seinen Tag nicht starten. So, 15k in the bag, lockerer Pace, 45 oder so war es. Quasi ein Recovery Run. Mache ich einfach gerne, wenn ich merke, okay, ich bin nicht so 100% leistungsfähig, weil ich habe jetzt die letzten 3 Tage sehr viel trainiert. Und wenn ich jetzt heute 100% gebe, könnte es natürlich sein, dass ich mich verletze, das wollen wir nicht. Habe ich mich für einen Recovery Run entschieden, darum meinem Körper ein bisschen Bewegung zu geben. In meinem Fall waren es jetzt 15 Kilometer, manchmal mache ich auch 10, je nachdem wo man steht. Können es auch 3 sein oder 5. Natürlich auch einfach nur Spaziergang machen, wenn du dich halt zusätzlich da noch ein bisschen bewegst, einen lockeren Pace, wirklich in einen lockeren Bereich, baust du zusätzlich noch Laktat ab, beziehungsweise noch schneller Laktat ab, was zu einer besseren Regeneration führt, weil Laktat ist letztendlich quasi eine Milchsäure, die zur Übersäuerung führt, quasi auch zu Muskelkater etc. führt. Das soll einfach schneller ab und je schneller du das abbaust, desto schneller bist du auch wieder leistungsfähiger. Und genau, jetzt geht's nach Hause und dann gibt's Food. So, fresh geduscht, fresh gemacht. Jetzt gibt's das erste Meal, dabei wir gemütlich am Cappuccino. Barista Kokosmilch, kann ich echt empfehlen. Schmeckt super lecker. Ein bisschen Mandelmilch. Wir machen Porridge. Ich habe mega Bock auf Porridge. Ich habe das früher so oft gegessen, aber schon so lange nicht mehr. Deswegen gönnen wir uns heute mal wieder ein Porridge. Wir nehmen hier etwa 75 Gramm Haferflocken, ein bisschen Mandelmilch, war nicht mehr viel drin. Das kochen wir dann auf. Jetzt schnibbeln wir schon mal ein bisschen was von der Banane ab. Blaubeeren, ein paar Walnüsse und Honig zum Toppen. Ein bisschen Whey nach Wahl. Ich nehme das von ESN. Ich feiere das Cinnamon Cereal schon geisteskrank. Auch nicht sponsored oder so. War ja mal bei ESN. Es ist ja für 6 Monate. Wurde da aber nicht verlängert, weil ja, meine Provision war einfach zu schlecht. Das war mein erster Sponsoring-Vertrag und ich wusste da auch noch nicht so genau, okay, wie mache ich Werbung. Ich
Ich wollte auch nicht zu viel Werbung machen, ich habe halt auch nicht viel Werbung gemacht und weniger Werbung heißt auch weniger Sales, wenn du nicht gerade mega groß bist und dementsprechend waren meine Sales halt einfach nicht so gut und daher bin ich auch nicht mehr bei ESN. Aber mal schauen, was das Jahr noch so bringt. So sieht das Ganze dann aus. Dabei schaue ich mir die neue Folge von UFC Embedded an. Das ist so eine Vlog-Serie, weil jetzt am Wochenende findet das erste UFC-Event des Jahres wieder statt. Ich schaue das mit dem Kumpel sonntags dann nach, weil es kommt ja immer um 4 Uhr. Früher haben wir das geschaut, da haben wir uns getroffen um 2, 3 Samstagnachts. Wir haben das dann geschaut, aber man ist danach so matsch, also ich kann das nicht mehr machen. Und dann rewatchen wir das quasi einfach morgens am Sonntag. Ja, auf einem gemütlichen Kaffee zum Frühstück, auch cool. Und ja, freue ich mich mega drauf. Wir waren gerade bei Douglas und haben uns neue Skincare-Produkte geholt. Und Shane hatte Lust auf Matcha. Deswegen sind wir kurz hier ins Einkaufszentrum. Weswegen wir eigentlich los sind. Wir wollten uns quasi zusammen melden, weil in unserer Meldebestätigung steht, dass wir eine alleinige Wohnung haben, was ja auch der Fall ist. Aber uns wurde einfach 2 Jahre lang oder so, uns wurde einfach fast 2 Jahre Rundfunkgebühren abgebucht, also jeweils uns beiden. Einfach doppelt gezahlt. Und das ist halt irgendwie nicht so geil. Aber die Frau meinte zu uns, dass das normal sei, dass da alleinige Wohnung steht. Heißt, wir müssen uns jetzt wahrscheinlich einfach nochmal da an die wenden. Ja, wir müssen diesen Service-Dings von der Rundfunkgebühr schreiben. Und denen dann halt quasi unseren Mietvertrag zuschicken. Auch eigentlich ein bisschen blöd von uns, dass wir da nicht von früher was gemacht haben, oder von mir. Ja, also irgendwie habe ich das nicht so richtig wahrgenommen. Ja. Aber naja. Schönen guten Morgen, Friends. Wie ihr gesehen habt, haben wir 6 Uhr. Ja, es geht ins Gym. Heute steht ein Double Day an. Full Body trainieren wir jetzt und heute Abend ist dann Muay Thai. Ein sehr, sehr nice Snack. Einfach nur Datteln mit Butter und ein bisschen Salz muss ich noch drüber machen. Und dazu gibt es noch einen Kaffee. Das reicht mir auch für morgens. Man ist ja quasi noch am Vortag gestärkt von der Energie, die wir vorher aufgenommen haben. Also, und daher ist es jetzt einfach nur eine Kleinigkeit. Und yes, dann sehen wir uns gleich im Training. Let's go. Morgen. So, ich würde sagen, wir starten mal. Also wenn ihr mein Training verfolgt, wisst ihr, ich mache hauptsächlich Grundübungen. Das würde ich auch jedem so empfehlen, der vielleicht nicht unbedingt 5, 6 Mal die Woche ins Gym will oder vielleicht nebenbei noch laufen geht oder Kampfsport macht. Weil in den Übungen habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Wenn ihr da drin stark werdet, dann braucht ihr eigentlich nichts anderes. Fokussiert euch da drauf. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit im Gym ist, vielleicht am Ende vom Workout oder so mache ich es ja auch, noch ein bisschen isoliert trainieren, einfach auch so für den Pump und so. Fokus ist auf die Grundübungen, da drin stärker werden. Und yes, ich würde sagen, fangen wir an. Let's go. Mir mal jemand erklären, wie das geht. Also, dass der linke AirPod nicht geladen ist, aber der rechte ist voll geladen. Ich check das nicht, das habe ich manchmal, das ist so weird. Maschine. Weighted Dips auch essentiell sollten in jedem Plan enthalten sein. Einfach so gut für die obere Brust, die Trizeps. So, jetzt kommen wir zu den Pull-Ups. Hier Pull-Ups mit Zusatzgewichten. Ja, und dann haben wir eigentlich auch schon fast die Main Lifts drin. Die Squats, Dips und weil ich den Fokus mehr auf Bein und der Brust haben, mache ich nur eine Übung im Rücken. Und dann in dem Fall die Pull-Ups, weil Pull-Ups eigentlich so mit das Beste ist, was man machen kann. Schrägbank drücken. Kurzhantel auch eine mega nice Übung für die obere Brust. Mache ich super gerne. Weil der Fokus auf der Brust und dem Bein liegt,
mache ich 2 Brustübungen, heißt zum einen Weighted Dips und die Schrägbank drücken jetzt. Und dann noch eine Beinübung. Auf jeden Fall ein decent Pump in der Chest. Ich habe jetzt dazu entschieden, Jagd Squat zu machen anstelle von den Bulgarians, weil ich habe so ein leichtes Zwicken verspürt im Hamstring. Und da will ich jetzt natürlich kein Risiko eingehen. Deswegen mache ich jetzt hier einfach nur locker 3 Sätze mal 12 Wiederholungen mit easy Gewicht. Dann haben wir die Beine auf jeden Fall abgehakt. Danach mache ich noch Seitheben und Beinheben. Und dann sind wir auch durch. Also wenn ich nur 2 Übungen hätte für Bauch, dann wäre es auf jeden Fall Cable Crunches am Kabelzug mit Gewicht und Beinheben. Mehr braucht ihr nicht. Zusammen mit Grundübungen und ihr habt Killer-Apps. Natürlich vorausgesetzt die Ernährung stimmt. Aber ja, stick to the basics ist eigentlich so einfach. Ist durch. Und was bei dir? Achso, sieht man mich auch? Ja, das sieht man auch. Bei mir war es auch. Glaube ich. Ich habe aber so Hunger jetzt. Ja, ich auch. Wir gehen jetzt erstmal einkaufen. Richtig Hunger. Heute ist Freitag, heißt wir gehen auch gleich zu Alnatura. Heute ist Alnatura Day. Yes, da fahren wir jetzt hin und dann schauen wir mal, was wir da so mitnehmen. Oh, große Flaschen. Bester Kombucha auf jeden Fall. Ja, den hat Mega Julian lecker. mir letztens empfohlen and we are obsessed. Bester Kefir. So, der Einkauf ist erledigt. Kommt mal mit. Es war einiges geworden. Wir haben hier Abos wie immer. Für die Carbs haben wir Reis, Kartoffeln. Dann für unser Frühstück Hähnchenbrust, Lachs. Das ist eigentlich immer so gleich. Walnusskerne, Datteln für den Joghurt oder so als Snack. Dann haben wir hier einmal den besten Kefir, den wir vorhin bei Alnatura gekauft haben. Und auch einen Weidemilchjoghurt. Dann eine nice Ausbeute, Cashewmus und Pistazienmus von Koro. Darauf bin ich sehr gespannt. Dann haben wir Eier für das Curry heute. Dann noch fettreduzierte Kokosmilch. Mango für ja, die Fruits, Banane, Erdbeere, Passionsfrucht, Blaubeeren, Äpfel, Honig, ein paar Face Masks, weil Skincare ist wichtig. Ja, Brokkoli auch fürs Curry, Kaffee darf natürlich auch nicht fehlen, mindestens, keine Ahnung, mindestens 2 am Tag, 2 oder 3. Und yes, dann haben wir hier noch 2 Filetsteaks als Proteinquelle. Glaube ich nicht viel zu sagen, Steak geht immer, vor allem Filet. Dann 1 Kilo Hähnchen für das Curry. Dann, wie ihr gesehen habt, vorhin in Alnatura den guten Kombucha, Limette Ingwer in der großen Flasche. Sehr, sehr nice. Coke Zero. Und yes, frische Ingwer. Dann haben wir noch so eine Acai Bowl mitgenommen. Einfach mal, um auszuprobieren, mal ein anderes Frühstück. Auch super lecker, kann man schön toppen mit extra Fruits, Nüssen, Mandelmus, Cashewmus, Pistazienmus, whatever. Und ja, dann unsere Milch für unseren Kaffee, Shakes etc. Und ich glaube, das war's auch. Jetzt gibt's Frühstück. Oh wow, was war das denn? Scheiße. Oha, das hatte ich ja noch nie, dass sich das so gelöst hat. Okay. Ist das gerade ja, rausgesprungen? Es ist einfach rausgesprungen. Es ist jetzt einzeln. Oh, das ist ein richtiges Bilderbuchei. Ja. Wow. Wow, so pretty. Und das zweite, guck mal, richtig sunny side up. Wow. Aus. So, ich habe bis eben noch ein bisschen an etwas gearbeitet. Jetzt haben wir auch schon fast 17 Uhr. Deswegen habe ich mir jetzt noch einen Shake gemacht. Mit Mandelmilch, Whey,
Datteln, Banane und ein paar Oats, weil in einer Stunde ist schon Training. Ziehe ich mir jetzt auf jeden Fall rein. Chill noch ein bisschen, bereite mich so ein bisschen vor. Ich gucke mir noch so ein paar UFC-Videos an, jetzt für die kommende Fightcard. Das motiviert mich auch immer so ein bisschen. Ab und zu ziehe ich mir auch mal so Conor McGregor Motivationsvideos rein oder so. Jetzt nicht so, ich denke, ich will jetzt der nächste Conor McGregor werden oder so, aber einfach so der Vibe, man bereitet sich schon so ein bisschen vor, also wie so ein Ritual. Genauso wie wenn du dir jetzt vorm Gym irgendwie Arnold Schwarzenegger reinziehst oder so. Oder irgendwie so Ronnie Coleman, whatever. Einfach um sich ein bisschen so einzustimmen, in die Mut zu kommen, so den Vibe ein bisschen umzuschiften, gerade von so diesem Work-Chill-Vibe zu, ja, Grind, Let's Go-Vibe. Yes, das werde ich jetzt tun. Das ist auch gleich schon die nächste Session. Auf geht's zur zweiten Session. Let's go. Super so. Das mache ich gerne. Und dabei steige ich schon hoch. Let's go, komm! Alles so, Training ist jetzt durch. War cool, war sehr cool, hat echt Spaß gemacht. War sehr basic-lastig, aber Basics kann man nie genug machen, weil darauf baut letztendlich alles auf. Wie im Gym auch, wie vorhin gesagt, die Grundübungen beherrscht und darin gut werdet, ist dasselbe wie mit dem Kampfsport auch. Wenn ihr bei den Basics, wenn ihr die beherrscht und darin gut seid. Jetzt scheiß mal auf diese fancy Kicks, ja, Roundhouse Kicks, Axe Kicks, whatever. Wenn du deine 1, 2, 3 Kombi oder 1 bis 4 Kombi beherrschst, dann bist du gefährlich, auf jeden Fall. Bleibt bei den Basics, verkünstelt euch nicht. Der Trainer hat mal gesagt, ich weiß nicht genau, wie das war, aber er sagte, fürcht nicht denjenigen, der 1000 Techniken kennt, sondern denjenigen, der eine Technik richtig gut kann. Ich weiß nicht genau, wie es war, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, so ist es auch. Safe. Aber ja, ich habe Hunger. Wir gehen jetzt nach Hause und dann kochen wir Thai Curry. Also bis gleich. Sieht so gut aus. Da ist jetzt Hähnchen drin, Brokkoli, Champignons, Mango, Ingwer und Kurkuma. Dann halt natürlich die Kokosmilch, Sojasauce, die Kokosmilch, Fett reduziert, um einfach ein paar Kalorien zu sparen. Auf jeden Fall lassen wir uns das jetzt schmecken, schauen noch eine Serie und dann gehen wir auch schlafen. Morgen wird anstrengend. Yes, good night und bis morgen. Schönen guten Morgen. Gerade auf unserem Morning Walk im Wald. Das machen wir eigentlich ganz gerne am Wochenende. Wenn jetzt nicht gerade irgendwie, ja, wenn jetzt nicht Sport ansteht oder so. Also Shane hat meistens Rest Day am Samstag. Bei mir ist immer so, mal so, mal so. Da höre ich auch immer ein bisschen auf mein Gefühl. Oftmals auch Rest Day. Aber heute steht hier das Sparring an. Also wir gehen gleich auf einen Sparringstreff mit 20, 25 Leuten. Ich bin sehr gespannt. Aber jetzt zum Wachwerden erstmal ein bisschen Bewegung, ein paar Steps sammeln, frische Luft, atmen und einfach, ja, wach werden. Gibt es gleich das Pre-Sparring-Meal und dann geht es auch schon los. So, das ist jetzt das Pre-Sparring-Meal. Das ist eine Banane, 50 Gramm Datteln, Whey, Raw Kakao, zusammen gemixt mit ein bisschen Mandelmilch für die Konsistenz. Getoppt mit Banane, Blaubeeren und Cashew und Pistazienmus. So lecker und halt einfach mega der Energiebooster für gleich. So Friends, wir sind da. Ich habe auf jeden Fall Bock, Energie ist da. Ein bisschen Aufregung ist immer da, das ist ganz normal beim Sparring. Vor allem jetzt ist ja auch ein Wettkampf-Sparring.
Heißt, andere Gyms sind da, andere Leute, man weiß nicht, wie sind die so drauf. Es gibt halt leider auch Leute, die machen halt einfach, die übertreiben halt leider auch beim Sparring, können sich irgendwie, keine Ahnung, Ego zu groß, keine Ahnung oder so. Also da habe ich auch schon wilde Erfahrungen mitgemacht. Aber ja, so ist es halt. Das gehört dazu zum Kampfsport. Ich meine, so wächst man letztendlich auch. Wenn du in den Ring steigst, weißt du auch nicht, wie dein Gegner drauf ist. Von daher ist es schon eine gute Sache, diese Aufregung. Ich glaube, das geht jedem so. Also ich meine mal, Mike Tyson hatte gesagt, dass er selbst Mike Tyson vor seinen Kämpfen eigentlich so eine Angst hatte. Und das ist einfach Mike Tyson. Das ist der GOAT. Und ja, das ist völlig normal und das ist auch was Gutes, diese Aufregung, dieses Adrenalin. Ist eine geile Sache. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und ja, dann gehen wir mal rein. Der vermöbelt mich später. Richtiger Kämpfer, Alter. Let's fucking go, Mann. So, Friends. Sparring ist durch. Waren coole Runden, auf jeden Fall. Wie man gesehen hat, auch intensiv. Aber ja, das gehört dazu. Blutige Nase, das eine oder andere Wehwehchen, kleines Pfeilchen. Ja, das ist halt der Preis, den man zahlt, wenn man Kampfsport macht. Ich meine, das muss auch nicht sein. Ne? Letztendlich bin ich dafür selbst verantwortlich. Meine Deckung sollte stimmen. Aber auch das gehört zum Lernprozess dazu. Wenn man die Deckung vielleicht mal nicht oben hat, dann kriegt man halt eine drauf und dann lernt man draus und hat sie beim nächsten Mal im besten Fall auch oben. Ja, ich würde sagen, so Leistung war sehr, sehr gut. Auch von den Gegnern waren starke Gegner dabei. Das ist halt immer das Gute bei so Sparringtreffs, dass man eben, wie gesagt, auch Gyms, auch Leute aus anderen Gyms hat und da nicht so genau weiß, okay, wie sind die so drauf, mal andere Gewichtsklassen. Ich hatte einen Dude dabei, der wog 115 Kilo, war auf jeden Fall eine Nummer, weil ich wiege jetzt 83 Kilo und bin da in meinem Gym oftmals der Schwerste oder halt zumindest Leute in meinem selben Gewicht. Und es ist halt auch sehr gut, mal Leute mit mehr Gewicht zu sparen. Ja, um sich da einfach mal ein bisschen auszutesten und so. Ja, all in all würde ich sagen, ich bin mit meiner Leistung ganz zufrieden. Ich weiß, wo meine Schwachstellen sind und daran werde ich auch arbeiten. Aber genau deswegen machen wir das Ganze, um zu lernen. War eine super, super coole Stimmung. Normalerweise war der Plan, dass ich morgen noch einen Longrun mache. Aber das wäre in diesem Fall einfach nicht drin, weil meine Beine jetzt schon sehr, sehr wehtun und ich weiß, wie sie morgen wehtun werden. Von daher werde ich morgen nicht laufen gehen können und auch einfach mal einen Rest-Day machen. Ansonsten hoffe ich, dass euch der Vlog gefallen hat, weil ich würde den Vlog hier auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Einblick in meine in die letzten Tage geben, in meine Routine. Vielleicht den einen oder anderen inspirieren, auch so zu trainieren wie ich, weil ich finde, das ist einfach macht einfach mega viel Spaß und man hat auch viel davon, weil letztendlich im Gym wirst du stark. Durchs Laufen baust du die Ausdauer auf und durch den Kampfsport erlernst du Skills, die du im Leben immer mal wieder gebrauchen könntest. Im besten Fall natürlich nicht, aber auch alleine die Eigenschaften, die du dadurch gewinnst, das Selbstbewusstsein, die Disziplin, der Respekt, der dort herrscht, sind einfach Gold wert, diese Eigenschaften. Und von daher probiert es auf jeden Fall mal aus. Wenn das was für euch ist, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Und ja,
Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, viel Gesundheit und wir sehen uns beim nächsten Vlog. Bis dahin, macht's gut und ciao.